Ist das schön. Oh, überall gibt es so kleine Schönheiten. Zurück in Biot nehme ich euch wieder mit auf einen kleinen Walk zu meinen weiteren 2 Lieblingsplätzen in dieser wunderschönen kleinen Stadt. Falls du mein vorheriges Video noch nicht gesehen hast, verlinke ich es oben noch einmal. Da haben wir nämlich diese kleine Tour gestartet und da habe ich dir auch schon so ein bisschen erzählt, was diese Stadt so besonders macht und warum ich da immer wieder gerne bin, obwohl sie eigentlich gar nicht so ein Touristenmagnet oder so bekannt ist. Und in diesem Video möchte ich dir einmal so ein bisschen erzählen, ob ich finde, dass das eine perfekte Stadt zum Auswandern ist. Und hier kommen wir schon an einem weiteren Lieblingsort von mir an, nämlich diese wunderschöne Ecke hier, wo man auch schön auf der Mauer sitzen kann und das Flair sowie die Aussicht genießen kann. An dieser Stelle saßen wir erst ein wenig und haben dann noch unsere leckeren Teilchen gegessen, die ich euch ja schon im Video davor gezeigt habe. Und ich möchte die Zeit jetzt so ein bisschen nutzen, um dir zu erzählen, was sind die Vorteile von dieser Stadt, die ich sehe? Was sind vielleicht Nachteile? Wäre das eine Stadt, in die ich auswandern würde? Ja oder nein? Let's go! Erstmal ist für mich ein ganz großer Vorteil die Lage. Es ist kein Dorf, das weit hinten im Hinterland der Côte d'Azur liegt, sondern wirklich recht weit vorne. 10 Minuten mit dem Bus vom Meer entfernt. Das finde ich perfekt. Ich habe nämlich auch schon öfter überlegt, was wäre so eine Entfernung mit dem Bus, die ich noch tolerieren würde, um ans Meer zu kommen. Und ich glaube, eine halbe Stunde wäre schon heftig. Also es muss schon so unter 20 Minuten sein. Dann möchte ich am Meer ankommen. Das finde ich perfekt. Außerdem finde ich die Lage super, weil man ganz schnell in Antibes ist, bei den zahlreichen Cafés. Man ist ganz schnell in Cannes, wenn man das möchte. Man kann aber auch nach Nizza, nach Monaco sowieso. Das dauert dann ein bisschen länger. Aber diese Nähe zu Antibes und Cannes war mir schon sehr wichtig. Man ist da wirklich innerhalb von 10 Minuten mit dem Zug ungefähr da. Das finde ich perfekt. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist für mich die Einwohnerdichte. Also Einwohner pro Quadratkilometer im Vergleich zu anderen Städten an der Côte d'Azur, beziehungsweise auch zu der Stadt, in der ich gerade in Deutschland lebe. Weil das ist irgendwie für mich wichtig, dass es nicht so dicht besiedelt ist, dass man nicht das Gefühl hat, sobald man rausgeht, trifft man sofort zig Menschen. So, da habe ich keine Lust mehr drauf. Da möchte ich Abstand von nehmen in der Zukunft. Und deshalb habe ich so ein bisschen die Einwohnerdichte bei einigen Städten verglichen. In Nizza beträgt sie so knapp 5000 Einwohner pro Quadratkilometer. In Cannes sind es 3700 Einwohner pro Quadratkilometer. Antibes ist mit 2900 Einwohnern dabei. Und die Stadt, in der ich gerade wohne, in Deutschland, knapp 1500. Das sind jetzt teilweise veraltete Zahlen, aber ich vermute, dass die Verhältnisse in etwa gleich geblieben sind. Und in Biot ist die Einwohnerzahl pro Quadratkilometer 636 gewesen. Das heißt, lass mich mal kurz nachrechnen. Also in der Stadt, in der ich jetzt wohne, sind es über doppelt so viele. In Antibes sind es fast 5-mal so viele und in Cannes fast 6-mal so viele. Und das, finde ich, macht schon was aus. Das bedeutet, dass pro Quadratkilometer nicht so viele Menschen leben und das finde ich schön. Und was ich auch gut finde, ist halt, dass Biot jetzt touristisch nicht so bekannt ist.
Klar, Biot ist bekannt für seine Glasbläserei, die außerhalb dieses mittelalterlichen Stadtkerns liegt, was auch schön ist. Also ich meine, es darf ja auch ruhig touristisch sein ab und zu, aber natürlich nicht zu bekannt, wenn ich da wohnen möchte. Das finde ich schön. Dann finde ich noch gut natürlich, was ich schon erwähnt habe, dass der Strand nicht weit entfernt ist. Das heißt, man ist in 10 Minuten da. Es ist nicht ein wunderschöner Strand, muss ich sagen. Es ist ein Steinstrand. Das ist nämlich schon wieder ein kleiner Kontrapunkt. Aber ich denke mir, Meer ist mehr. Wenn du schwimmen möchtest, gehst du einfach ins Meer. Und was ich da halt auch gut finde, es ist überhaupt nicht überfüllt. Also wenn du dann zum Beispiel an Cannes oder Antibes denkst, da sind die Strände schon viel überfüllter und das hat auch seine Vorteile. Was ich auch schön finde, ist einfach diese Natur bei Biot. Ich habe dir ja schon in einem anderen Video diesen wunderschönen Wald gezeigt, den Sentier de la Braque mit den Flüssen und Bächen. Also das wäre so ein Ort für mich, da würde ich immer wieder spazieren gehen. Es ist so eine perfekte Symbiose aus Natur, Mittelalterdorf und die Nähe zum Meer. Das finde ich so geil. Und ich zeige dir heute noch am Ende des Videos eine richtig schöne Wiese mit so einem tollen Blick nach oben zu diesem Stadtkern, die ich auch super finde zum Spazieren oder Gassi gehen, wenn man denn einen Hund hätte. Und was ich auch so liebe, ist diese Ruhe in den Gassen. Ich meine, wir waren da mitten im Juni und es war einfach so schön ruhig und leer, wie du das auch in diesem Video siehst und in meinem letzten. Das fand ich toll. Also wirklich, ich glaube, wenn man hier wohnt, kommt man auch wirklich zur Ruhe und ist vielleicht nicht so gestresst vom Trubel wie in Cannes oder Nizza oder Antibes. Das finde ich toll. Und das sind so die Vorteile, die ich persönlich sehe. Aber es gibt natürlich auch so ein paar kleine Nachteile, würde ich sagen. Vor allem, wenn man jetzt nicht mit einem Auto unterwegs ist. Dann gibt es ein paar Punkte, also ein paar Abstriche, die man machen muss. Und auf die möchte ich jetzt eingehen. Also wenn das nicht zauberhaft ist hier. Oh, da ist richtig grün. Aber da filme ich jetzt nicht, weil da Leute sitzen. Kommen wir zu den paar Nachteilen, die ich sehe, wenn man nach Biot auswandern würde, beziehungsweise sich dort eine Immobilie suchen würde zum Wohnen. Am Strand gibt es wirklich nicht viele Cafés. Ich würde sogar sagen, gar keine. Ich glaube, wenn man am Strand ein bisschen entlang läuft, gibt es das ein oder andere Restaurant, wo man sich etwas zu essen kaufen könnte. Aber ich glaube, wenn du an diesen Strand möchtest, dann solltest du dir einfach selber so ein paar Snacks mitnehmen, zu Hause so ein paar Stullen schmieren. Ich glaube, dann bist du gut bedient. Das finde ich finde, sowas hat immer Vor- und Nachteile, weil dann ist so ein Strand nicht so sehr besucht vielleicht. Aber du musst dann natürlich auch so ein bisschen schauen, dass du dir einfach selbst was mitbringst oder dein Essen ein bisschen anders planst, wenn du denn dort schwimmen gehst. Und das ist auch im Dorf selbst so ein bisschen problematisch. Also immer wenn ich Dorf sage, meine ich eigentlich diesen mittelalterlichen Stadtkern, weil Biot ist ja noch ein bisschen größer als das. Und es ist halt einfach so, dass es in diesem Stadtkern einfach nicht so viele Cafés und Restaurants gibt. Es gibt schon einige, nur man muss immer gucken, wann haben sie auf. Also du kannst nicht einfach so spontan überlegen, okay, heute will ich einfach dahin und es hat auf und ich habe Lust drauf und so. Es ist halt, in Antibes selbst ist es natürlich anders. Da hast du tausende Cafés, du kannst spontan entscheiden. Ich glaube, in Biot müsstest du immer so ein bisschen schauen, wann hat was auf, gibt es da noch was, ist die Küche noch geöffnet. Ist natürlich ein bisschen organisationstechnisch ein bisschen was anderes, als wenn du spontan in Antibes irgendwo essen gehen willst. Aber ich glaube, da könnte man sich auch anpassen. Und ja, man kann ja auch immer wieder, wenn man Lust hat, mit dem Bus einfach nach Antibes fahren, wenn man so auf diese Kaffeekultur Lust hat. Aber wie gesagt, es gibt auch Cafés. Mit Bäckereien ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger.
Da habe ich jetzt, wie im letzten Video schon gezeigt, am Nachmittag nur diesen einen Eisladen gesehen, der noch so ein paar gebackene Geschichten hatte. Aber ich glaube, wenn man sich da wirklich länger aufhält in dieser Stadt, dann findet man auch Alternativen und Möglichkeiten. Ich meine, vielleicht habe ich ja auch noch nicht alles gesehen, wo man etwas kaufen kann. Ist es egal, wo man Wasser holt? Ist das sauber oder dreckig, Mama? Hä? Nicht zum Trinken. Und zum ins Gesicht machen? Weiß ich nicht. Okay, dann mache ich es nicht. Aber ich glaube, ich habe auf Google... Oh, das ist ein bisschen siffig. Hast du die da noch gesehen? Nee. Guck mal, überall gibt es so kleine Schönheiten. Und das gleiche gilt auch für Supermärkte. Laut Google Maps gibt es direkt in diesem Stadtkern einen kleinen Supermarkt, einen kleinen Minimarkt, wo man so ein paar Sachen kaufen kann. Und ansonsten eher im äußeren Stadtkern ich glaube, ein Spar gibt es da, der ein bisschen größer ist, wo man dann vielleicht so ein paar Haltestellen mit dem Bus hinfahren würde. Fände ich auch voll okay. Boah, hier ist eine View. Ich glaube, da unten ist schon die Straße. Boah, ich gehe hier im Schatten. Aber auch Step by Step. Die Steine können rutschig sein. Eieiei, ich glaube, ich halte mich lieber fest. Geht hier echt steil runter, Leute. Oh, die ganzen Orangen liegen da. Die haben wir nämlich im Winter, also Februar, März, die haben wir hier gesehen. Auf dem Baum noch, also im Baum. Also, ihr wisst, was ich meine. Ach, das ist schon die Straße, gell? Jo. Und da ist schon unsere Bushaltestelle. Juhu. Und von dieser Wiese außerhalb des Stadtkerns habe ich vorhin gesprochen. Ich finde diese View so schön. Man schaut einfach so hoch auf diesen mittelalterlichen Stadtkern. Mega, mega schön. Und eine Sache wollte ich noch erzählen, so ein kleines Kontra. Es ist, glaube ich, echt nicht leicht, Immobilien in dieser Stadt zu finden. Wenn, dann sind sie eher nicht so teuer wie in Cannes zum Beispiel. Aber es ist halt nicht so leicht, weil die Leute, die da wohnen, die wohnen da schon sehr lange. Und da findet man nicht so schnell etwas zum Kaufen. Und zum Mieten, boah, noch schwieriger. Ich habe echt schon ein bisschen gesucht. Und ja, mal schauen, vielleicht irgendwann. Also ich finde es auf jeden Fall wirklich eine sehr lebenswerte Stadt, eine ruhige Stadt. Und ich glaube, ich würde mich da sehr, sehr wohl fühlen. Was sagt ihr?